Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Sie haben ein neues Projekt gestartet, ein neues Projekt mit einer neuen Zeichnung. Vielleicht möchten Sie den Rahmen anpassen. Um die Änderung am Rahmen vorzunehmen, müssen Sie das Master Shape des Zeichnungsrahmens bearbeiten. Dazu wählen Sie über Blend Engineer das Symbol Shapes und öffnen den Aufgabenbereich der Shapes. Öffnen Sie über Weitere Shapes, Schablone öffnen, die zugehörige Schablone, die Sie unter C Program Data Xvisual VPE-Data Templates Visio finden. Diese Schablone heißt Drawing Frames. Öffnen Sie diese Schablone. Damit Sie das Master Shape dort bearbeiten können, öffnen Sie die Schablone, indem Sie rechte Maustaste auf die Titelzeile die Schablone bearbeiten. Jetzt können Sie das Master Shape über das Kontextmenü Master Shape bearbeiten, Master Shape bearbeiten. Hier können Sie Änderungen vornehmen. Exemplarisch will ich Ihnen zeigen, wenn ich eine rote Ecke formatiere, wie sich das auswirkt auf unsere Zeichnung. Dazu wechsle ich in die Gruppe. Es handelt sich hierbei um eine Gruppe. Rechte Maustaste, Gruppieren. Ich klicke in die Gruppe. Ich vergrößere das Ganze. Markiere dieses Shape und formatiere dieses Shape über Startfüllung mit einer anderen sichtbaren Farbe. Ich schließe die Gruppe, ich schließe den Bearbeitungsmodus des Master Shapes und werde gefragt, ob ich die Änderung übernehmen möchte. Ja, selbstverständlich will ich aktualisieren. Ich speichere die Schablone. Und jetzt kann ich, Sie sehen, es ist hier noch nicht rot, jetzt kann ich diese Änderung übernehmen, indem ich in Blend Engineer aus Extras den Zeichnungsrahmen ersetze.